So Freunde, das wird ein schwieriges Video. Ich habe schon den einen oder anderen Anlauf hinter mir, aber wir haben heute auch tatsächlich ein umfangreiches Thema. Wir haben euch schon in verschiedenen Videos gezeigt, wie ihr zum Beispiel WebEx-Geräte verwenden könnt, um euch in Microsoft Teams Meetings einzuwählen. Ja, klassisch über WebRTC, kostenfreie Funktion, oder mit dem CVI Gateway, eine hochprofessionelle Funktion, um an Microsoft Teams Meetings teilzunehmen. Wir haben euch in den letzten Videos gezeigt, wie ihr die WebEx-Devices jetzt sogar als native Microsoft Teams Raumsysteme aufsetzen könnt. Und heute wollen wir uns genau das einmal im Vergleich ansehen. Das heißt, in der rechten Ecke haben wir WebEx Board Pro 55 Zoll aufgesetzt, nativ als Microsoft Teams Device. Und in der linken Ecke, meine Güte, in der linken Ecke das WebEx Board Pro, jetzt als 75 Zoll, aufgesetzt mit RoomOS, also als klassisches WebEx-Device. Und genau das wollen wir uns heute ansehen. Wie verhalten sich die beiden Möglichkeiten? Welche Optionen sind das für den Kunden und im Idealfall halt für euch als Steilvorlage, um dort die richtige Entscheidung für eure Räume zu treffen? In Ordnung, ich mache weiter, auch wenn dieser Scheinwerfer gerade ausgegangen ist, weil von so leichten technischen Bagatellen werden wir uns hier nicht aufhalten lassen. Perfekt, also hier haben wir das Board, was wir mit euch gemeinsam bereits als MTA Native aufgesetzt haben. Microsoft Teams Rooms läuft auf den WebEx Devices in einem Container, das heißt, das ist ein Android-Container. Ihr wisst, oder ihr wisst es vielleicht nicht, ne? Für Microsoft Teams Rooms gibt es Systeme, die auf Windows-Betriebssystemen arbeiten und welche, die auf Android-Systemen arbeiten. Hier läuft ein Android-Container auf dem WebEx-Board. Warum ist das wichtig? Microsoft sagt, grundsätzlich ist das nicht wichtig. Alle Funktionen, die es für Windows-basierende Systeme gibt, wird es auch für Android-basierende Systeme geben. Stand heute ist das nicht 100% so. Aber wir werfen das für heute mal in einen Topf. Microsoft Teams Rooms Native WebEx. Okay, was ihr sehen könnt, ist das Dashboard, was wir euch auch schon einmal gezeigt hatten. Das heißt also, die Systeme sind, wenn sie in MTR aufgesetzt sind, wirklich tatsächlich auch in dem Teams Layout. Ihr seht die Tasten, die ihr kennt, die Buttons, die ihr kennt, die ihr vielleicht auch vom Soft-Client her entsprechend kennt. Das ist schon der erste große Unterschied. Ihr habt auf dem WebEx OS, also auf dem Board, was noch in der WebEx-Welt ist, natürlich auch all die Features und die Funktionen, die vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon aus WebEx kennen, wo es die Handouts zugibt, wo es die Trainingsvideos zugibt. In dem Moment, wo das System nativ MTR ist, wechselt sich das und ihr bekommt eine völlig andere Optik mit anderen Features und anderen Buttons. Das Aufsetzen der Geräte hatten wir euch in einem Video gezeigt, zum grundsätzlichen Unterschied. Wenn ihr ein WebEx-Device als MTR verwendet, braucht ihr keine WebEx-Lizenz. Ihr braucht natürlich eine MTR Pro-Lizenz, also eine Microsoft Teams Rooms Pro-Lizenz. Es geht auch mit der kostenfreien MTR, aber erst mit der Pro habt ihr eine Vielzahl der Funktionen. Dann wird das Board, wenn ihr keine WebEx-Lizenz, keine WebEx-Device-Lizenz habt, wird das Board ganz normal im O365 Admin Center verwaltet. Na, da setzt ihr das auf, da macht ihr den Code, ihr weckt das Board entsprechend und auch über das O365 Center wird es verwaltet. Ihr könnt auch für ein reines MTR-Device eine Cisco-Lizenz als Device-Lizenz buchen. Warum sollte das sinnvoll sein? Aus zwei Gründen. Das eine ist, ihr gewinnt die Möglichkeit, die Boards über den Cisco Control Hub zu administrieren, neben dem O365, was euch wesentlich mehr Features und Funktionen bietet, eure kompletten Räume administrierbar macht, dass ihr wisst, was passiert in den Räumen, wie kann ich dort helfen, wie kann ich dort supporten. Das zweite ist ein Unique Selling Point. Ein WebEx-Board mit MTR nativ und einer WebEx-Device-Lizenz wird in der Lage sein, auch native WebEx-Calls weiterhin durchzuführen. Einwahl über WebRTC können die ja alle, aber der Qualitätsunterschied ist einfach frappierend. Und auch der Sicherheitsthema ist Welten entfernt, ob das ein kostenfreier WebRTC-Call ist oder ob das ein nativer WebEx-Call ist. Also hier komplett ohne Cisco-Lizenz, natürlich mit einer Microsoft Teams Room-Lizenz. Optional auch mit einer Cisco-Lizenz, um den Control Hub zum Beispiel zu gewinnen und um natürlich auch Zwei-Plattform-Strategie Anrufe in WebEx durchführen zu können. Cisco bietet euch dort aktuell
eine kombinierte Service-Lizenz an. Das heißt also, ihr kauft einen Service für das Board, für die Hardware. Ne, ihr wisst, Cisco hat da eine sehr große Tiefe, was die Supports und die Services und die TAC-Teams angeht. Und ihr bekommt gleich dann mit dazu im gleichen Preis die Device-Lizenz für den Controller und für WebEx, was das zu einem schlanken Deal macht. Ja, ihr habt dann 2 Lizenzen auf dem Board laufen, aber ihr habt auch einen großen Mehrwert an Features und an Funktionen, die ihr bei einem klassischen MTR nicht habt. Auf der anderen Seite das CVI. Das Board hat eine klassische Device-Lizenz. Es ist ein ganz normales WebEx-Device. Damit ist es auch im Control Hub administriert. Wenn ihr mit diesem System an einem Microsoft Teams Call teilnehmen wollt, ist das entweder WebRTC oder aber ein CVI Call. CVI ist ein Cloud Gateway. Das heißt, ihr entscheidet, ich möchte für meinen Microsoft Teams Tenant die Einwahl ermöglichen, insgesamt für SIP-fähige Videokonferenzsysteme. Damit tauchen in euren eigenen Systemen die Microsoft Teams Call als One Button to Join auf. Und auch externe Gäste, Partner, Kunden können sich mit ihren klassischen Videosystemen in euren Teams Tenant über die gleiche Lizenz einwählen. Das heißt also, eure Cisco-Systeme sind dann Cisco WebEx-Systeme, gemanagt im Control Hub, aber mit einem Türchen in eurem Microsoft Teams Tenant, dass die dort nativ reinkommen. Dann habt ihr 2 Lizenzen zwingend. Eine Lizenz, nicht einschlafen, nicht einschlafen, nicht einschlafen. Eine Lizenz zwingend, MTR Pro. Zweite Lizenz optional, WebEx Device Lizenz. Eine Lizenz zwingend, WebEx Device Lizenz. Zweite Lizenz, CVI Gateway für die Einwahl in den Microsoft Teams Tenant. WebRTC kostenfrei. Das Schöne an der CVI-Lizenz ist, wenn ihr stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel verschiedene WebEx-Systeme aus der Historie im Einsatz und die nehmen an einem Teams-Meeting teil. Dann haben die auf der CVI-Seite die WebEx-Qualität, weil die Systeme untereinander einen WebEx-Call machen und erst am Tenant in die Microsoft-Welt wechseln. Und wir werden uns das nachher ansehen, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Und ich kann euch schon einen leichten Prognose geben. Das lohnt sich, Räume in der WebEx-Qualität zu haben und da, wo man sagt, hör mal, Soft-Client und zu Hause und hast du nicht gesehen und nicht so wichtig, auf die Teams-Qualität zu gehen. Aber macht euch euer eigenes Bild. Kommt gleich. Gut, also Lizenzen haben wir besprochen. Ihr verliert, wenn ihr ein WebEx-Device als MTA aufsetzt, bestimmte Funktionen. Und das seht ihr auch schon hier bei mir im Hintergrund. Die Funktionen, die ihr verliert, wenn ihr das WebEx-Board als MTA aufsetzt, sind zum Beispiel die drahtlose Übertragung über WebEx-Share. Ihr kommt in den Raum, euer Laptop, euer Tablet, euer Smartphone wird per Ultraschall erkannt und ihr könnt drahtlos aus der WebEx-App teilen, selbst wenn ihr nicht im gleichen Netzwerk seid. Geht nicht mehr, wenn es MTA ist. Das drahtlose Teilen über AirPlay, was die WebEx-Boards und die WebEx-Produkte ja können, geht nicht mehr, wenn ihr sie als MTA aufsetzt. Was aber auch kein anderes MTR-System kann. Das drahtlose Teilen in Miracast soll auch hier kommen, Stand heute geht es nicht. Natürlich könnt ihr an beide Produkte weiterhin ganz normal per HDMI einen Clickshare oder irgendwas anschließen oder halt natürlich auch ein HDMI oder ein USB-C-Kabel anschließen. Was auch in beiden Setups geht, ist, dass ihr die WebEx-Produkte weiterhin als Bring Your Own Device oder Bring Your Own Meeting verwendet. Sprich, ihr kommt mit eurem Laptop, ihr habt da drauf einen Call, ihr schließt eines der beiden Produkte per USB-C an und nutzt die integrierten Kameras, die Richtmikrofone und die Beschallung für den Call, den ihr auf dem Laptop habt. Was bei beiden Boards identisch funktioniert, ist das Kameratracking und die Menüs. Mit den entsprechenden Presets, die ihr ja auch habt. Das heißt also, dass ihr entscheiden könnt, okay, soll die Kamera die ganze Gruppe erfassen, den aktiven Sprecher tracken oder soll er Frames, also Bilder machen, sprich einzelne Personen ausschneiden und gleichberechtigt nebeneinander bringen, damit wir wirklich ein perfektes hybrides Meeting haben mit den Teilnehmern zu Hause und denen im Raum. Auch die Backnoise Constellation, die die WebEx-Produkte ja brillant machen und die sie von vielen anderen oder von allen anderen MTR-Systemen deutlich abheben, die machen die genauso in WebEx OS wie in MTR Native. Sprich, er löscht alles, was ihr an Störgeräuschen im Hintergrund habt, raus, um aus dem Raum heraus bereits die perfekte Qualität dann nachher in die Cloud, in den Call zu bringen.
Wenn ihr in WebEx OS seid, habt ihr nicht die Möglichkeit, spontan jemanden per Microsoft Teams anzurufen. In WebEx OS sind das gebuchte Calls. Neu ist, dass ihr im WebEx OS die Meeting-ID eingeben könnt. Das heißt, ihr bekommt ein Microsoft Teams Meeting. Die haben seit neuestem die Möglichkeit, Meeting-IDs zu vergeben. Nicht jedes Meeting hat das. Fragt euren Administrator. Aber die haben die Möglichkeit, eine Meeting-ID zu vergeben. Damit kann auch ein WebEx-Board in WebEx OS über die Meeting-ID spontan an einem Meeting teilnehmen. Aber ich kann nicht sagen, ruf meinen Kollegen Tobias Brass per Microsoft Teams an. Das kann er nicht. Das geht natürlich im MTR. Das heißt, ihr macht ein Sofort-Meeting und ladet zum Beispiel, wie gerade in dem Beispiel, den Tobias Brass aus dem Active Directory ein. In WebEx macht er das. In Teams kann er das nicht. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, diese Funktion über die Konferenz-ID macht das WebEx-Board in WebEx OS für eine Microsoft Teams-Umgebung nochmal spannender. Weil in der Historie war es bisher so, dass du es nur über die Einladung und den One-Button to Join machen konntest. Es gab keine Möglichkeit, ad hoc aus dem Raum etwas zu tun. Jetzt, mit der Funktion, ist man dort einen ganzen Schritt freier. Okay. Die Sache, die ihr verliert, wenn ihr auf MTR geht, ist Web-Apps. Das heißt, das WebEx-Board oder die WebEx-Devices sind ja in der Lage, bestimmte Apps auf dem Produkt selber durchzuführen. Dient zum Beispiel dafür, dass ihr direkt vom Board aus ein Miro-Chart öffnet oder irgendwas anderes und direkt am Board darin arbeitet. Oder zum Beispiel, wenn das Board nicht in Nutzung ist für ein Meeting, dass ihr zum Beispiel eure Arbeitsplatzreservierung auf dem Board laufen lasst und direkt von dort aus in die Arbeitsplatzreservierung eingreifen könnt oder schauen könnt, wo ist ein Platz heute frei. Das funktioniert nicht mehr in dem Moment, wo das ein natives MTR ist. Das ist einfach aus der Microsoft-Seite so nicht vorgesehen und wird nicht unterstützt. Für viele Kunden vielleicht erstmal nicht tragisch, weil ich glaube, der eine oder andere von euch weiß vielleicht gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, mit Web-Apps so abgedrehte Sachen zu machen. Aber die Einwahl in Google Meet oder in Zoom wird auf dem WebEx-Board zum Beispiel realisiert über eine Web-App. Das heißt also, in dem Moment, wo ich auf MTR gehe, verliere ich die Möglichkeit, mich in die Zoom-Meetings und in die Google-Meetings einzuwählen. Ja, WebRTC über die Teams-Wolke, immer irgendwie. Ne? Aber dieser extrem charmante Weg und diese große Vielfalt, die wir hier haben über die Web-Apps, die geht verloren. Das geht dort nicht. Hier Microsoft Teams, WebEx nativ, alles andere WebRTC. Hier die Möglichkeit, über die Web-Apps zu gehen, direkt in Zoom-Meeting reinzuwählen, nativ in Google-Meeting reinzugehen und vor allen Dingen diese Meetings auch alle identisch als One-Button to Join abzulegen. Das heißt, ich buche in Microsoft Teams, der Kollege nach mir hat ein Google-Meeting gebucht, die Kollegin hat ein Zoom-Meeting gebucht, die sehen identisch aus und werden identisch bedient. Das ist ein Mehrwert von RoomOS im Vergleich zu MTR Native. Wichtiger Unterschied, Whiteboard ist im RoomOS WebEx Board das WebEx Whiteboard mit all seinen Funktionen, die es halt entsprechend hat, ist auf dem MTR das Microsoft Teams oder das Microsoft Whiteboard. Ihr seht das hier, er öffnet das gerade, der braucht noch eine Sekunde. Und kommt dann natürlich auch mit den Funktionen hoch, die es in Microsoft Whiteboard gibt. Und auch da vom Schreiben her ist so unsere Erfahrung, dass tatsächlich das WebEx Whiteboard sehr viel smoother ist, als es das Microsoft Whiteboard ist. Das sind nicht die beiden Produkte, die wir heute einander gegenüberstellen wollen. Das wäre mal ein separates Video. Welche Funktionen habe ich in den Whiteboards? Aber grundsätzlich ist es so, dass das RoomOS euch das WebEx Whiteboard bringt, was ja auch direkt ins OneDrive gespeichert werden kann und seit neuestem auch sofort per E-Mail versendet werden kann. Das Microsoft Teams Device bietet euch natürlich die Möglichkeit, direkt im Microsoft Whiteboard entsprechend zu arbeiten, wie ihr es zum Beispiel auf einem Surface Hub ja auch tut. Schönes Feature von RoomOS, die Möglichkeit jederzeit zwischen meinen Quellen hin und her zu wechseln.
Die Möglichkeit habe ich auf dem MTR Native verloren. Das heißt, ich muss mein Whiteboard wieder beenden, um dann wieder zurückzukommen in meine entsprechende Ansicht. Genau dieser Balken ist auch einer mit der Hauptunterschiede. Was ich extrem elegant finde in dem neuen Room OS, dass ich halt auch meine PC-Quellen, also hier zum Beispiel den USB-C angeschlossenen Laptop oder einen drahtlos angeschlossenen Laptop oder eben die Web-App, die ich geöffnet habe, alle unten in der Taskbar habe und jederzeit zwischen den einzelnen Elementen hin und her schalten kann. Das sieht Microsoft Teams in der Oberfläche so einfach nicht vor. Natürlich könnt ihr PC-Inhalte teilen, natürlich könnt ihr das Whiteboard teilen, aber es geht dann immer wieder zurück über das Menü entsprechend. Okay, bevor wir in den Call reingehen, lasst uns ganz kurz einmal schauen, dass wir nichts vergessen haben. Das heißt, dieses Chart hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Ansonsten stellen wir das auch gerne nochmal zur Verfügung, dass genau die Gegenüberstellung der Features zwischen einem WebEx-Device mit Room OS und einem WebEx-Device MTR Native. Native WebEx Meetings and Webinars, das ist der Unique Selling Point. Das ist das Einzigartige, wenn ihr euch für ein WebEx-Produkt in einer MTR-Umgebung entscheidet. Dass ihr nicht nur eine extrem gute Hardware bekommt, die in sich geschlossen ist, also nicht irgendein PC-System und USB, und wer von euch schon MTR-Räume gebaut hat, weiß ganz genau, wovon ich spreche, und euch zuliebe für eure Arbeit, für den Blut, Schweiß und Tränen, die ihr vergießt. Kurze Gedenkminute. Ihr habt ein abgeschlossenes System, ihr habt eine abgeschlossene Servicekette, sondern der Unique Selling Point ist, das Ding macht nicht nur nativ Microsoft Teams, sondern auch nativ WebEx. Zwei-Plattform-Strategie. Microsoft Teams Rooms Experience, klar, native auf dem, das kann er nicht, sondern er wählt sich ein über das CVI Gateway. Wimt haben wir drüber gesprochen, Google Meet Interop haben wir gesprochen, Zoom haben wir gesprochen, geht hier ja, geht da nein, wegen der Web-Apps. Das Thema Standard-Based ZIP ist bei Microsoft Teams noch offen. Deployment Options kann nochmal spannend sein, hat sich aber erledigt, wenn ihr in Microsoft Teams seid. Ne? WebEx kann on-premise laufen, also Server im Keller, und Call verlässt nie das Firmengebäude. Das ist immer Cloud. Hier habt ihr die Wahl, hier ist es Cloud. Der Voice Assistant ist unterschiedlich, das heißt, hier habt ihr den WebEx Assistant, mit dem ihr sprechen könnt. Auf dem Microsoft Teams Device gibt es aktuell keinen Voice Assistant, der wohl kommen soll, der aber noch nicht da ist. Mit den Microsoft Teams Displays wird das kommen. Dann Enterprise Calling geht hier über den Control Hub und dort im Microsoft Teams Calling. Meeting im Management des Systems geht hier über den Control Hub, dort über O365 Admin und zusätzlich Control Hub, wenn gewünscht. Und USB Pass-Through läuft, Room Booking läuft. Ja, Digital Signage habe ich euch gezeigt, geht hier. Das ist das, was wir zum Beispiel gemacht haben mit der Arbeitsplatzreservierung, geht hier nicht. Gut. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben kurz abgestimmt, wie sind die aufgestellt, welche Lizenzen habt ihr, wie administriert ihr die. Wir haben euch gezeigt, was die Hauptunterschiede sind mit den Funktionen. Wir haben euch gezeigt, gerade eben im Nebensatz, dass die Menüführung bei beiden Produkten identisch ist. Das sind ja auch die gleichen Produkte. Also die Art und Weise, wie ich den aufsetze, MTR Native oder WebEx OS, macht keinen Unterschied in der Menüführung für das Produkt selber. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir tatsächlich einen Call machen und dass wir sehen, wie sich die beiden Systeme in einem Anruf verhalten und welche Funktionen wir dort haben. Ich habe ein Meeting eingesetzt, ich habe ein Meeting geplant in Microsoft Teams und ich habe meine beiden Endpunkte mit eingeladen. Ihr seht also auf meinem MTR-Device mein anstehendes Meeting mit dem Microsoft Teams-Symbol. Ein WebEx-Meeting würde genauso aussehen mit dem Teilnehme-Button und dem WebEx-Symbol. Und ihr seht auf meinem WebEx OS-Produkt genauso den One-Button to Join und mein Microsoft Teams-Meeting. Ein Google-Meeting, ein Zoom-Meeting, ein WebEx-Meeting würde identisch aussehen mit dem jeweiligen Kürzel davor. Ich nehme beide Produkte entsprechend in den Call. Meine Gegenstelle ist ein WebEx-Client. Das heißt, wir sind in einem Microsoft Teams-Meeting. Meine Gegenstelle ist aber ebenfalls ein WebEx-System, und zwar unsere Room 75 Dual. Beitreten. Teilnehmen. Gut. In Ordnung. So,
Was ihr seht ist, beide Produkte wählen sich entsprechend in das Meeting ein. Er wählt sich nativ sofort in das Microsoft Teams Meeting ein. Er nimmt den Umweg und wählt sich in das CVI Gateway und vom CVI Gateway in unser Microsoft Teams Meeting. Was ihr seht ist, dass wir schon auf Anhieb jetzt erstmal ein anderes Layout haben. Das ist aber eine Frage, wie ich das einstelle. Das heißt, das MTR-System kommt klassisch direkt eben mit dem Splitscreen entsprechend hoch. Das WebEx-System hat halt hier den Prominent Speaker gerade ausgewählt. Das heißt, das System, was als letztes gesprochen hat, ist groß. Damit wir es mal vergleichbar haben, gehe ich hier auf Raster. Von der Menüführung könnt ihr bereits sehen, dass wir bei dem MTR-System unten die klassischen Buttons haben, die ihr von Microsoft Teams kennt. Und dass wir bei dem WebEx-Gerät, wenn wir es anfassen, die Buttons haben, die ihr aus der WebEx-Bedienung entsprechend kennt. Also wir haben eine unterschiedliche Menüführung, was auch zu unterschiedlichen Funktionen führt. Von der Bilddarstellung ist es jetzt sehr ähnlich. Ich habe in beiden Calls entsprechend den Splitscreen drin. Wir machen einmal in beiden Fällen die Kamera von automatischem Tracking auf manuell, damit die nicht ständig rumspringen. So. Funktioniert hier weiterhin auch genau identisch, sind ja die gleichen Funktionen, haben wir ja auch besprochen fürs Audio, die gleichen Funktionen. Okay, Layouts, unser Microsoft Teams Meeting, also unser Microsoft Teams Room Native Device, hat klassisch jetzt, wo wir keine PC-Daten haben, die Galerieansicht. Unser Room OS Device hat die Ansichten, die ihr entsprechend aus WebEx kennt. Also eine Stapelansicht, die hatten wir vorhin zum Beispiel schon mal. Oder genauso das Raster, da waren wir gerade hervorgehoben, war das, wo wir zuerst drin waren. Das wird natürlich in dem Moment besonders spannend, wenn wir gleich PC-Daten teilen. Ihr verliert also die Experience, die ihr aus den WebEx-Calls vielleicht kennt, nicht, wenn ihr in ein Microsoft Teams Meetings geht. Von den Funktionen her habt ihr in beiden Fällen die Möglichkeit, euch die Meeting-Teilnehmer anzeigen zu lassen. Ein Unterschied ist, dass ihr in dem Microsoft Teams Native Device die Möglichkeit habt, jetzt spontan Teilnehmer in das Teams-Meeting hinzuzufügen. Das geht hier nicht. In dem WebEx-Call ja, aber in einem Microsoft Teams-Call nein. Ihr habt keine Möglichkeit, vom Board aus spontan Leute in den Call mit hinzuzufügen. Das geht hier. Genauso habt ihr keine Möglichkeit, spontan aus dem Call heraus einen anderen Teilnehmer stumm zu schalten. Die Room 75 Dual zeigt an, Mikrofon offen. Vom MTR-Device, dadurch, dass ich nativ in Microsoft Teams bin, kann ich zum Beispiel den anderen Teilnehmer stumm schalten. Ihr habt die Möglichkeit, über die Microsoft Teams Room Devices direkt die Emojis entsprechend laufen zu lassen. Das geht nicht in jedem Microsoft Teams Room Device. Das geht nicht in jeder Hardware. Hier funktioniert das. Das funktioniert auf dem WebEx-Board in WebEx OS nicht, weil das ist natürlich ein Teil der MTR-Software. Ihr habt die Möglichkeit, hier euch entsprechend auch den Chat anzeigen zu lassen bzw. auszublenden, dass keine Chatblasen im Meeting kommen sollen. WebEx bringt diese Funktion auch, wir haben die schon im Beta, dass ihr Chatblasen auch auf dem Raumsystem seht. In einem WebEx-Call, in einem Microsoft Teams-Call nicht. Das heißt also, habt ihr ein WebEx-Produkt und nehmt über CVI Gateway an einem Microsoft Teams Call teil, werdet ihr auch den Chat dort nicht mitverfolgen können. Wir hatten gerade eben über Layouts gesprochen. Wir werden nochmal ein Video machen zu Front Row. Am 4. Mai haben wir unsere große Veranstaltung da und haben dazu auch eine große neue Front Row Installation. Front Row ist ein besonderes Layout von Microsoft Teams Raumsystemen, was dazu führt, dass ihr Chat und die Agenda und alle Teilnehmer noch besser im Blick habt und dass das eine noch hybridere, eine gleichberechtigtere Form eines hybriden Meetings ist. Noch hybrider. Ich bin am hybridesten. Ich bin sowas von hybrid. Unfassbar. In Wirklichkeit stehe ich hier gar nicht, das ist ein Avatar, ich bin zu Hause. Ich hoffe, dass er gar nicht aufzeichnet und ich das nachher alles problemlos rausschneiden kann. Egal. Also Front Row werden wir zeigen. Front Row Layout würde auf einem Cisco-Device mit MTR laufen. Auch Front Row Layout läuft auf einer Cisco Hardware. Es ist ja nur ein Layout. In einem CVI-Gerät natürlich nicht. Okay, Lautstärke hatten wir, PC-Daten übertragen. Na, hier würde ich jetzt meine PC-Daten übertragen, na kommst du bitte, und meine verbundenen Inhalte loswerden. Und das gleiche mache ich hier drüben auch. Ich starte mal die Übertragung von hier aus, freigeben.
Ansicht teilen, damit wir sehen, wie sich die Layouts verändern. Okidoki. Wir teilen jetzt PC-Inhalte. Ihr seht jetzt, dass er hingegangen ist und die Videobilder nach oben bringt. Ihr seht auf der rechten Seite, dass er klassisch die Microsoft-Ansicht genommen hat und die Teilnehmer rechts gestapelt hat. Jetzt habt ihr hier auch die Möglichkeit, verstärkt andere Bilder oder andere Layouts zum Beispiel zu wählen. Wir hatten vorher nur die Galerie. Jetzt haben wir Inhalt und Galerie. Oder entsprechend die Inhalte, wenn es denn dann mehrere gäbe zum Beispiel. Und auf der Cisco WebEx-Seite hätten wir normalerweise, wenn die Inhalte von der Gegenstelle kommen, hier unten die Möglichkeit, dann eben durch die Cisco Layouts entsprechend zu gehen. Okay, lasst uns das Teilen hier bitte einmal beenden. Was ganz schön ist, was ganz spannend ist, was man hier vielleicht jetzt einmal zeigen kann, wenn ihr auf einem WebEx-Produkt auf geteilte Inhalte malen wollt, geht das auch in einem Microsoft Teams Call. Egal, ob ihr diese Inhalte schickt oder ob die Inhalte von der Gegenstelle kommen, indem ihr jetzt tatsächlich mit WebEx Whiteboard in die Inhalte entsprechend reinmalt und auch die Microsoft Teams Teilnehmer das sehen. Für die Microsoft Teams Teilnehmer wäre es so, dass sie ja normalerweise das Microsoft Whiteboard starten würden und da drin malen würden. Was er so nicht kann. Aber das hindert uns nicht daran, in einem hybriden Meeting auch kreativ zu arbeiten oder in geteilte Pläne direkt entsprechend hineinzumalen. Okay, haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass wir die Bilder bekommen. Wir haben die Layouts gesehen. Wir haben gesehen die Mehrwerte, die ihr hier habt, dass ihr bei den Teilnehmern steuern könnt, Teilnehmer manuell dazu nehmen könnt. Leute, das ist tatsächlich aus meiner Perspektive mit eines der Hauptunterschiede hier zwischen. Spontan Teilnehmer anrufen, spontan Teilnehmer dazu holen in Microsoft Teams. Das geht hier nicht. Diese Meeting-Kennnummer, was ich euch gezeigt habe, ist ein Riesenschritt nach vorne, hilft mir brutal. Aber im Raum sitzen und sagen, ruf jetzt mal den Kollegen kurz über Teams an, funktioniert hier so nicht. Bei allem anderen bin ich naturgemäß vielleicht auch eher hier mit dabei. Aber das mit dem spontanen Anrufen und das Thema Microsoft Calling, also wenn ihr wirklich einen Telefonanruf durchführen wollt von dem Board in Microsoft Teams Calling, dann geht auch das nur hier. Hier habt ihr halt eine echte Telefonanlage im Idealfall im Hintergrund mit dem ZIP-Trunk oder direkt noch besser einen Cisco Call Manager oder eine CUCM. Ist die Frage, was ihr dort macht. Okay, was ich euch zeigen wollte, war, wie sieht denn das auf der Gegenstelle aus? Und ich meine, letztendlich am Ende des Tages all die netten Features und Emojis und hast du nicht gesehen, alles cool, alles dufte, alles nett. Aber das, was wir machen wollen, ist miteinander einen Videocall machen und Daten teilen. Also gibt es einen Unterschied, gibt es ein qualitatives Argument, um zu sagen, das oder halt das. Oder gibt es das nicht? Von der Administration her, beide geben euch den Controller ab. Von der Zuverlässigkeit der Hardware her, beides ist ein WebEx-Produkt. Von der Servicekette dahinter her, ihr kennt die WebEx-Services, die weltweit ausgerollt sind, mit den Reaktionszeiten, die ihr dort wählen könnt. Das trifft aber auf beide zu. Aber gibt es einen Qualitätsunterschied im Core selber? Dazu nehme ich euch einmal mit auf die andere Seite. Okay, wir sind jetzt hier an unserer Room 75 Dual. Das ist die Gegenstelle, die ich eingewählt hatte. Ich hoffe, mein Kopf ist im Bild. Auf der rechten Seite seht ihr unser Microsoft Teams Room Device. Das heißt, das hier ist das Bild, was von dem WebEx Board 55 Zoll kommt, das wir nativ in Microsoft Teams haben. Das Bild auf der linken Seite ist unser Workspace, das ist das 75 Zoll Board, was in WebEx OS aufgesetzt ist. Nochmal, wir haben ein Microsoft Teams Meeting geplant. Der Call findet in Microsoft Teams statt. Wir haben zwei Produkte, die über das CVI Gateway verbunden sind. Und wir haben einen Endpunkt, der nativ in Teams ist. Das heißt, der Endpunkt hier hinter mir, unsere Gegenstelle, und dieser Endpunkt hier machen untereinander eine WebEx-Qualität und erst dahinter gehen sie in Microsoft Teams. Und dieser Standort hier ist direkt nativ in Microsoft Teams. Das heißt, jedes Gerät, was sich in das Microsoft Teams Meeting direkt einwählt, auch wenn es dieser Endpunkt wäre oder der hinten ohne Gateway, sondern nativ MTR,
laufen so. Das ist die Qualität, die wir aus der Teams-Wolke bekommen. Und der Endpunkt hier bekommt in diesem Setup gerade die WebEx-Qualität. Ja, also die Geräte, die WebEx CVI machen, also die Einwahl in Microsoft Teams über das CVI Gateway, werden untereinander weiterhin die WebEx-Qualität machen und erst danach in die Teams-Wolke gehen. Natürlich, wer in Teams ist, bleibt in Teams und bekommt die Teams-Qualität. Das, was ihr jetzt gerade sehen könnt, also ich hoffe, das kommt auf der Kamera so raus, wie wir das hier gesehen haben. Ne? Also so Geschichten wie, keine Ahnung was, ne? Wenn da Bewegung jetzt im Hintergrund ist und wenn da irgendwo was passiert, wie die Reaktion von dem Teams-Device ist im Vergleich zu dem WebEx-Device. Oder wie die Reaktion oder wie auch die Auflösung hier von den Produkten sind, wie die Schärfeeinstellungen sind. Also das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ne, bei der Verzögerung könnte man jetzt noch sagen, wie viel Verzögerung bringt denn jetzt das CVI Gateway nochmal da irgendwo mit dazu? Ne? Weiß ich nicht, wir können ja gleich nochmal hier einen weiteren Endpunkt mit reinnehmen als nativen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Passt mal auf, ich nehme nochmal einen Endpunkt mit rein als nativen Microsoft Teams Endpunkt. Einen Augenblick. So, gut. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nochmal meinen Laptop mit dazu genommen. Also jetzt sind wir völlig verwirrt. Microsoft Teams Meeting. Microsoft Teams Raumsystem nativ in dem Microsoft Teams Meeting. Microsoft Teams Laptop, also Soft Client, nativ im Microsoft Teams Meeting. CVI, also WebEx-Gerät über CVI auf dem System. So. Kommt euch das hier angucken. Kommt es euch selber angucken. Da ist ein qualitativer Unterschied zwischen dem, was wir in WebEx bekommen und dem, was wir in Teams bekommen. Auch im normalen Call. Lasst uns 2 Calls direkt nebeneinander machen. Ich würde euch gerne zeigen, wie sich das MTR verhält, wenn es sich direkt nativ in WebEx einwählt. Aber das ist in der Beta aktuell noch nicht möglich. Ne, das wäre jetzt die Gegenprobe. Das wäre brillant. Lasst uns hier am Blech auftreffen, lasst uns das hier machen. Ich habe verschiedene MTR-Systeme hier. Ich habe die Poly da, ich habe eine Logi da, ich habe das Surface Hub da, ich habe eine Lenovo da. Lasst uns verschiedene Calls machen mit Microsoft Teams-Systemen untereinander, mit dem WebEx-System, mit MTR Native, mit dem CVI Gateway und einfach gegeneinander testen. Aber der Unterschied, den man hier sehen kann in diesem Call, wo ich die CVI-Geräte eingewählt habe, die unter sich WebEx machen, wo ich den Brückenschlag habe zu Microsoft Teams und die Microsoft Teams Geräte unter sich habe, da wird das halt echt frappierend. Ey, wenn ihr einen Teams-Call macht auf einem 15 Zoll Notebook und ihr habt die Galerieansicht, auch hier sieht es ja jetzt schon wesentlich besser aus, ne? Ihr habt die Galerieansicht, die Bilder werden immer kleiner. Ich meine, wenn ich nur einen Bruchteil meiner Auflösung für ein einzelnes Fensterchen verwende, dann tut es auch nicht weh, wenn die Qualität schlecht ist. Aber wenn ihr einen großen Meetingraum habt, mit einem 85 Zoll Display oder ein 100 Zoll Display oder wie hier schon allein ein 75 Zoll Display. Das sieht man. Ich finde, das sieht man. Ob euch das wichtig ist oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich für das qualitativ bessere Produkt zu entscheiden, dann mache ich das. Und das Schöne ist, ihr habt die Freiheit. Ihr macht ein MTR-System auf der WebEx-Basis, dann habt ihr die richtige Hardware und der WebEx-Call würde auch nativ gehen. Oder aber ihr setzt auf der WebEx OS auf, macht es über CVI, wählt da drin Microsoft Teams und macht trotzdem untereinander oder für wichtige Meetings, für besonders vertrauliche Meetings im WebEx-Call. Ihr habt die Möglichkeit. Was wir euch heute zeigen wollten, war, welche Möglichkeiten das sind, wie sich die beiden verschiedenen Setups, MTR Native und WebEx OS, untereinander unterscheiden. Einladung hier nach Korschenbruch steht. Die Beta vom WebEx Board läuft jetzt noch über den Februar, dann wird das Go Live sein. Das nächste, was kommt, ist die Beta für die Roomkits und die Roomkit EQs. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal ein Video mit zu machen.
Ansonsten auch hier nochmal mündlich die Einladung für den 4. Mai hier zu uns nach Korschenbruch an den Blöcherhof für den Collaboration Day. Wir werden euch dort sehr viel zeigen zum Thema Arbeitsplatzreservierung. Wir werden unten ein Hands-on machen, genau von dem, was wir hier gemacht haben. Lasst uns in dem Hands-on genau diese Geräte gegeneinander testen, die verschiedenen MTR-Systeme ausprobieren. Wir werden zu dem Zeitpunkt die große Front-Row-Installation da haben mit einer riesigen LED-Wand in 21:9 und dem Front-Row-System davor. Wir haben viele spannende Vorträge. Schreibt uns gerne an, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr gerne im Test sehen würdet an Videosystemen gegeneinander. Lasst mir gerne eure Erfahrungen zukommen, welche Erfahrungen ihr gerade mit MTR-Devices entsprechend macht und was euch dort bewegt. Und ansonsten freuen wir uns riesig auf das Treffen hier in Korschenbruch am Blechhof.